Jahrhundertealtes Bauernland, fruchtbares Land, kultiviert und bebaut von Generation zu Generation, getränkt mit dem Schweiß der Bauern, die den Boden pflügten, den Weizen säten und doch um die Früchte ihrer Arbeit betrogen wurden. Wie in allen Zeiten fließt der Fluss durch die fruchtbare Ebene. Wie vor 450 Jahren wächst hier Getreide. Doch die Menschen ernten heute selbst die Früchte ihres Fleißes. Altes Unrecht wurde korrigiert. Herren des Bodens sind diejenigen, die ihn bebauen. Omnia sint communia. Alle Dinge sollen gemeinsam sein, träumte Münzer, die Zeiten und Gesellschaftsformationen überspringend. Grundvoraussetzung für diese Gemeinsamkeit ist die Volksmacht im Sozialismus und eine hohe Produktivität der Arbeit. Überzeugen wir uns davon, in sozialistischen Landwirtschaftsbetrieben Ausgangspunkt für den erfolgreichen Weg der Landwirtschaft in der DDR war die demokratische Bodenreform im Jahre 1946. Damit wurde das Bündnis zwischen Arbeiter und Bauern verwirklicht, auf dessen Grundlage allein die Interessen der Bauern durchgesetzt werden können. Mit der Gründung der DDR im Oktober 1949 fand dieses Klassenbündnis seinen politischen und staatlichen Ausdruck. Die zweite Parteikonferenz der SED vom Juli 1952 leitete die sozialistische Entwicklungsetappe der Landwirtschaft ein, in deren Verlauf der Leninsche Genossenschaftsplan schöpferisch angewendet und verwirklicht wurde und die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften entstanden. Jetzt ist die Landwirtschaft der DDR in eine neue Entwicklungsphase eingetreten. Unter Führung der Arbeiterklasse und einer marxistisch-leninistischen Partei nutzen die Landarbeiter und Genossenschaftsbauern die Vorzüge der sozialistischen Gesellschaft. Auf dem Wege der Kooperation setzen sie den Intensivierungsprozess zielstrebig fort und vollziehen den Übergang zu industriemäßigen Produktionsmethoden. Erst in Produktionseinheiten von der Größenordnung, die durch kooperativen Zusammenschluss erreicht wird, kann die moderne Technik ihrer Bedeutung als wesentlicher Faktor zur Intensivierung der Produktion gerecht werden. Selbstverständlich ist das abhängig von einer guten Produktions- und Arbeitsorganisation. In der KAP hat sich die nach territorialen Gesichtspunkten sowie auf Produkt- und Technologie gerichtete Arbeitsorganisation bewährt. Landarbeiter und Genossenschaftsbauern arbeiten gemeinsam in zeitweiligen und ständigen Komplexbrigaden. Dabei hat sich zwischen ihnen ein gutes kameradschaftliches Verhältnis entwickelt. Moderne technische Hilfsmittel wie der UKW-Sprechfunk erleichtern die tägliche operative Leitung. 1401, kommen. Die neue Organisationsform der gesellschaftlichen Arbeit verlangt eine höhere Qualität der Leitung auf allen Ebenen und in allen Bereichen. Unter der Führung der Partei der Arbeiterklasse, der Grundorganisation der SED, werden alle Leitungsentscheidungen in der KAP getroffen. Den Boden nach besten Möglichkeiten und Erkenntnissen zu nutzen, eine reiche und gute Ernte einzubringen, das ist der Stolz und die Freude der Arbeiter- und Genossenschaftsbauern. In der neuen, nach modernen Gesichtspunkten gebauten leistungsfähigen Halle werden Getreide und Futtersaaten gelagert, getrocknet und aufbereitet. Die Erzeugung großer, einheitlicher Partien von Saatgut mit hochwertiger Qualität ist eine wesentliche Voraussetzung für hohe und stabile Erträge unserer zunehmend industriemäßig produzierenden sozialistischen Landwirtschaft. Industriemäßige Produktion ist nicht Selbstzweck. Sie dient der Erhöhung des materiellen und kulturellen Lebensniveaus aller Werktätigen der DDR, wie der 8. Parteitag der SED als Hauptaufgabe beschlossen hat. Zusammenfassend können wir feststellen, dass wir ein gutes Resultat erreicht haben und voll Stolz auf die errungenen Ergebnisse zurückblicken können.
Die Vereinigung hat sich bewährt und wir haben diesen Prozess bei steigender Produktion und bei steigendem Gewinn und nicht zuletzt mit wesentlicher Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen vollzogen. Den sozialistischen Landwirtschaftsbetrieben ist insgesamt die Aufgabe gestellt, den Bedarf der Bevölkerung an tierischen Produkten voll aus der eigenen Erzeugung zu decken. Das bedeutet die weitere Chemisierung und Mechanisierung und Melioration, die Züchtung und Einführung von ertragreicheren Pflanzensorten und auch den Züchtungsfortschritt in der Tierproduktion in Einheit mit dem schrittweisen Übergang zu industriemäßigen Produktionsmethoden auf dem Wege der Kooperation zu vollziehen. Dreh- und Angelpunkt hierbei ist nach wie vor die rationellste Ausnutzung unseres Hauptproduktionsmittels Boden. So wie es für die ganze Republik gilt, haben auch wir die Hektarerträge, besonders bei Getreide, Kartoffeln, Zuckerrüben, aber auch Obst, Gemüse und besonders bei Futter und für uns in ganz besonderem Maß für Saatgut zu steigern, gleichzeitig die Kosten zu senken und die Qualität zu erhöhen. Das erfordert im sozialistischen Wettbewerb eine Ackerkultur zu erreichen, die dem Gartenbau in seiner Qualität nahe kommt. Diese anspruchsvollen Aufgaben der Pflanzenproduktion erfordern, dass wir alle neuen wissenschaftlich-technischen Erkenntnisse breit anwenden und folglich alle unsere Festlegungen im Plan Wissenschaft und Technik, die auch im Wettbewerbsprogramm aufgeführt sind, voll realisieren. Nun vorwärts, Proleten, schließt fester die Reihen, formiert eure roten Bataillone. Wie lange noch wollt ihr Knechte sein, doch Schmachten im Herzen